Heute ist der 31. August 2025 und es geht weiter mit dem Talmud Emanuel, Seite 27, Bewusstsein. Gut. Wir hatten letztes Mal über Schöpfungsenergieform gesprochen. Und dann kommt weiter hier Erklärung Bewusstsein unten auf der Seite 27 und dann, ja, das wird dann ein bisschen schwieriger heute. Und zwar, ich lese dann wieder erst vor, das Bewusstsein ist jener materielle Energie- und Kraftfaktor des Menschen, durch den Ideen und Gedanken und daraus wiederum Gefühle geschaffen werden. Du hattest letztes Mal schon gesagt, dass Emotionen im Grunde den Gedanken vorangehen. Oder eine Emotion. Ja. Emotion ist ja im Grunde Energie in Bewegung. Also so ist es im Englischen, Emotion, also Energie, Bewegung. Was für eine Energie ist das? Es fragt sich, was für eine was du ansprechen tust. Ob du eine Emotion hast, wo bestimmte Gedanken daraus entstehen, wo du hegen und pflegen tust, je nachdem. Und das schafft wiederum Gefühl. Jeder Gedanke, wo gehegt wird in einer Art und Weise, wo eben Gefühl schaffen tut auch aus dem Gefühl wieder Emotionen aufladen, entwickeln und so weiter und so fort, wodurch die wiederum in Gedanken laufen. Ja. Und dann fragt sich, was für Gedanken das sind, ob es gute sind, ob es also positive Gedanken oder schlechte, negative Gedanken sind, wo dementsprechend wieder Emotionen auslösen können, oder? Und die wieder auf Gedanken laufen können und wiederum Gedanken erzeugen. Ja, so. Es ist praktisch, ein Gedanken ist praktisch ein Kreislauf über Gefühle und Emotionen, wo wieder auf Gedanken laufen. Das ist praktisch ein Kreislauf. Ja. Und je nachdem, was für Einflüsse das wirkt, oder? Alleine durch Gedanken entstehen entsprechende Gefühle, entsprechende Emotionen, wo wieder auf Gedanken greifen. Das ist, wenn beim Mensch alleine, beim Mensch selber. Und Emotionen können aber auch entstehen durch auswärts passierende Geschehen, durch Sachen, die gesagt werden von anderen Menschen, von anderen Personen und so weiter, wo eben Emotionen auslösen und beim betreffenden Mensch wiederum auf Gedanken schlagen und Gedanken anfangen zu arbeiten. Ja, das mit dem Kreislauf ist mir schon klar, dass da auch die Taten dann oder Handlungen eingebunden Richtig. sind, ne? Richtig. Die daraus resultieren. Ja. Gefühle können Handlungen, Gedanken können Handlungen auslösen, oder? Mhm. Gute, also positive oder schlechte, negative, je nachdem. Und aus dem laufen dann nachher die entsprechenden Gefühle wieder, oder? Negativ oder positiv. Und die können wiederum negative oder positive Emotionen auslösen, können wieder zurücklaufen auf die Gedanken, auf die Gedankenwelt, oder? Und da kann möglicherweise kann es daraus Reaktionen, Handlungen geben,
oder? Wo wiederum negativ oder positiv sind. Es kann also je nachdem zu einem Zustand von Glück entstehen oder Hass entstehen, je nachdem. Ja, also meine Gedanken kann ich ja beobachten. Und dadurch, da kann Ja, ich ja dann wenn eingreifen. sie kannst beobachten, wenn sie nicht einfach laufen und Unheil anrichten oder und so weiter und so fort. Das heisst noch lange nicht, dass der Mensch seine Gedanken kontrollieren kann oder kontrollieren tut. Ja, Oder? Das kommt immer auf die Situation drauf an, wo der Mensch in sich selber drin hat, wie er denken tut, positiv oder negativ, also bewusst denken tut oder einfach laufen lässt, gleichgültig, einfach alles zusammen geschehen lässt und so weiter und so fort. Oder ob er sogar einfach seine Gedanken abstellen tut und nur wahrnehmen tut, ohne dass er einen Gedanken pflegt damit. Oder? mhm. Die Möglichkeit besteht eben auch. Ja, Auch wenn das praktisch von den Menschen nicht vorkommt, dann sie tun immer tun sie die Sachen, die sie sehen, mit Gedanken verbinden. Oder? Auch wenn sie das unbewusst machen, das hat aber eine Bewirkung auf sein Denken nachher, wo das unbewusste Reaktionen auslösen tut und so weiter und so fort. Und dementsprechend wieder die entsprechenden Gefühle. ja. Woraus dann wieder diese Energie entsteht, die Gedanken wieder in Ja, Bewegung da bringt. wieder eine Emotion daraus entsteht und die wirkt wieder auf die Gedankenwelt. Es ist also immer ein Kreislauf. Ja. Emotion ist das im Grunde so eine Art Teilaspekt der Gefühle oder ist das Nein, was? die Emotion ist eigentlich der Auslöser für das, dass positiv oder negativ gedacht wird. Mhm. Ist, die Emotion ist eine Energie. Genau wie das Denken eine Energie ist, das Gefühl eine Energie ist. Mhm. Aber die Emotion, die geht über das weg und tut dann Beeinflussung schaffen. Eben von der Gefühlswelt. Es beginnt ja mit der Emotion generell, nicht wahr? Bevor der Gedanke kommt, sagst du ja, kommt erst die Emotion. Ja. Aus Die der- Emotion, die kann völlig neutral sein, oder? Das tut, aber die Wissenschaft tut das, die heutige psychologische Wissenschaft tut das anders definieren, falsch definieren. Wobei, sie nicht drauf kommen, dass die Emotion vor einem Gedanken steht. Und die Emotion kann tausendfältig sein. Sie kann einfach in dieser Art und Weise sein, dass sie einfach Fortschritt bedingt oder Gleichgültigkeit bedingt oder Vergangenheit bedingt. Je nachdem. Der psychologische Wissenschaft ist aber nicht bekannt oder sie wissen nicht oder können das nicht erforschen und so weiter und so fort, dass vor jedem Gedanken eine Emotion steht. Und wie die immer geartet ist. Und die kann tausendfältig sein. Wenn der Mensch lernen tut oder etwas lernen will, dann ist automatisch, es kann nur durch eine Emotion sein, wo anregen tut, dass er zum Beispiel etwas lernt, etwas liest oder essen tut oder sich bewegt und so weiter und so fort. Dem geht immer eine Emotion voraus.
Also, wenn er Hunger hat, dann spürt er das, dann entsteht eine Emotion, ich will essen. Und das ist eben bereits eine Emotion, aber unsere psychologische Wissenschaft ist noch nicht so weit, dass sie das begreifen tut. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Magen knurrt, dann kommt das Signal zum Gehirn. Ja, das ist eine Emotion. Und da wird eine Emotion dann ausgelöst. Ja, ganz und dann kommt der Gedanke, was sollte ich jetzt essen? Ja, genau. Okay. Aber so weit ist unsere Wissenschaft nicht. Die macht sich keine Gedanken darum, was eine Emotion wirklich ist. Die hat keine Ahnung davon, was Emotion wirklich ist. Ja, du sagst, dass das sozusagen schon negative oder positive Gedanken... Eine Emotion, da kannst die einfach mit einem anderen Wort sagen, wo mir geläufig ist, wo jedem Mensch geläufig ist. Es ist ein Ansporn für irgendetwas. Ah, okay, ja. Das ist konkreter. Ja. Mhm. Gut, ja. Und das ist eben diese Energie in Form von Ansporn, die sich in Bewegung setzt. Ja. Ausgelöst entweder durch Gefühle oder eben auch durch Handlung. Oder eben durch ein Bedürfnis oder sonst irgendetwas, oder? Ja. Oder durch das, was ein anderer Mensch sagen tut, oder? Und so weiter und so fort. Es ist immer ein Ansporn für irgendetwas. Ja. Eine Emotion, das ist wie soll ich dem sagen? Ja, es ist einfach ein Ansporn, es ist ein Bedürfnis, wo muss erfüllt werden oder kann erfüllt werden oder will erfüllt werden und so weiter oder muss erfüllt werden und so weiter und so fort. Ja. Eine Emotion ist also grundlegend das, was der Mensch überhaupt denken tut. Eine Antriebsenergie. Ja. Mhm. Es ist ein Antrieb. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich hatte die und die Idee und ich weiß gar nicht, wo die herkam, kann das dann zum Beispiel auch diese Antriebsenergie aus dem Unterbewussten kommen oder aus dem Unbewussten? Ja. Aus dem physischen Unbewusstsein raus. Ja. Das hat ja mit Schöpfungsenergie, Bewusstsein, Unbewusstsein hat das überhaupt nichts zu tun. Das schafft alleine für sich, ohne dass der Mensch Einfluss hat drauf. Oder? Was der Mensch Einfluss hat, das ist sein physisches Bewusstsein und sein physisches Unterbewusstsein. Auf das hat der Mensch Einfluss. Das kann er dirigieren. Das kann er selbstständig formen und brauchen und so weiter und so fort. Ja. Und das, was schöpfungsenergiemäßiges Bewusstsein und Unbewusstsein ist, das schafft ohne das, dass der Mensch sich reinmischen kann. Oder? Es gibt einfach von Zeit Informationen ab, wo der Mensch praktisch auffängt. Also man kann sagen, einen Impuls auffängt, oder? Ohne dass er den kann eigentlich realisieren. Aber er tut anfangen, richtig denken in dieser Richtung oder richtig handeln in dieser Richtung. Ja. Gut. Du schreibst dann weiter, durch das Lernen des Menschen wird Liebe, Wissen und Weisheit erschaffen, wodurch sich das Bewusstsein erweitert, entwickelt, respektive evolutioniert und in Weisheit wächst und stetig energiereicher und kraftvoller wird und die erschaffenen Energien und Kräfte auch nutzen kann. Ja, und das ist auch, das läuft wiederum auf Emotionen raus. Alles zusammen läuft immer auf Emotionen. Liebe. Oder?
Das ist eine Emotion, die entsteht. Durch Gefühl. Und dem Gefühl gehen bekanntlich Gedanken voraus. Ja. Ohne das geht's nicht. Aber da ist unsere psychologische Wissenschaft noch weit hinter dem Berg daheim und macht sich keine Gedanken um das. Die nehmen einfach etwas an und können es nicht definieren. Ja, du schreibst halt, wodurch sich das Bewusstsein erweitert, entwickelt, respektive evolutioniert. Dies erweitert, also, Ja, evolutioniert oder devolutioniert. ja, Je nachdem, wie ja, das wirklich ist, negativ oder positiv. ja, Oder? also das Bewusstsein kann auch verkümmern. Richtig. Ja, indem man halt, Ja. Wo der nicht mehr nutzt. Mensch einfach, das siehst du, ja, bei den Mörderorganisationen. ja, ja, Oder? Militär, Ja. das siehst ja, sie sind sogenannte rechtschaffen, wenn sie zum Militär gezogen werden. Wenn sie der erste Mensch umlegt, dann ist fertig. Dann Ja. ist alles, was gelernt worden ist, ich muss gut sein, ich muss rechtschaffen sein und so weiter, ist Schall und Rauch. Es wird dann gemordet, am Laufmeter. Ja. Und je mehr das Mord ist, umso mehr Lust kriegt der Mensch zum Weitermachen. Mhm. Oder? Ja. Das ist also auch die Emotion, die sich dementsprechend einlaufen tut, auf Gedanken wirkt. Du musst. Oder ja. Ja, in dem einen Film von Oliver Stone, Vietnam-Film, da wird das sehr gut gezeigt, wo Charlie Sheen spielt jemanden, der ein junger Soldat und kommt halt nach Vietnam und am Ende des Films sieht man ihn halt, wie er sozusagen die neuen Soldaten kommen sieht und wie er sich verändert hat im Grunde. Also da hat man diesen Kontrast vor dem Krieg und wer ist nach dem Krieg im Grunde. Oder während dem Krieg oder nach dem Krieg. zum Ende hin, ne? Wo er dann wieder Wie sich gehen der kann. Mensch, Ja, ne, dass dann, wenn die Tour vorbei war. Ja. Ja. Und das manchmal kommt das vor, dass die Menschen nachher nachdem das alles passiert ist und sie gemordet haben und nochmal gemordet haben, dass sie nachher, wenn sie nicht mehr morden, das langsam anfangen zu schalten, wenn sie wieder zurückkehren ins normale Leben, dass sie dann ruhig werden und psychische Probleme bekommen. Ja. Und unter Umständen sich umbringen. Mhm. Oder? Dass sie ruhig werden. Ja. Das passiert auch. Wie andere, die dann halt weitermachen und privat gehen morden und so weiter und so fort. Ja, entweder dysfunktional sind, Ja. ne, dass sie nicht mehr arbeiten können Genau. oder eben nicht mehr belastbar sind. Genau. Und Das alle sind sie traumatisiert. Ja. Alle. Ja. Und Ja. ja, und auch viele Und dann auch erst das- realisieren, was sie getan haben. Ja. Und das sind auch Emotionen, die wirken auf die Gedankenwelt. Oder? Ja. Dann jedem Gedanken in dieser Art und Weise geht eine Emotion voraus. Oder? Ja, für mich sind das in den allermeisten Fällen gebrochene Männer. Ja. Ja. Ja, Mann oder Frau. Ja, kann aufs Frauen Gleiche auch. sein, Ja, wenn Frauen teilnehmen auch. Ja. Ja, wie es heute zum Beispiel in den Nachrichten gekommen ist, oder? Und am Deutschen aus macht man sich Gedanken darum, wegen dem Nachwuchs von Militär, von Soldaten. Da soll man die Frauen nicht mehr ausnehmen. Ja, in Israel ist es ja normal, dass Frauen Ja, zum Militär gehen. ja. Ja.
Ja, dass also die Frauen schlussendlich auch wehrpflichtig werden. Oder? Weil's das wieder einführen wollen. Wehrpflicht ist ein Muss. Oder? Ja. Ja. Obligatorische Wehrpflicht. Obwohl der Mensch, auch der nicht will, muss dann gehen. Ja. Ja. Oder du gehst ins Gefängnis. Ne? Ja. Aber das musst du vorher sagen. Kugel im Kopf. Ja, wenn du es erst an der Front sagst, ist es zu spät, ne? Dann Genau. wirst du vor Kriegsgericht gestellt. Genau. Ja. Aber du musst es Und entweder. wenn du Persien nimmst, es ist unglaublich, was da Menschen umgebracht werden, gegenwärtig. Wenn du nur schon irgendetwas danach sagst, wirst du gerade über den Haufen geknallt oder vor Gericht gestellt, umgebracht, Todesurteil und so weiter und so fort. In Persien. In Persien. Das hat so überhand genommen, gegenwärtig, das ist, und steigt und steigt und steigt. Also, dass die Ayatollahs da ihre eigenen Leute umbringen, wenn da irgendwie. Ja. Und das wird einfach verheimlicht, oder? Oder? Es ist aber Tatsache, die Todesurteile, die vollstreckt werden in Persien. Praktisch jeden Tag gefangen. Aber das wird öffentlich verschwiegen. Ja, ja, klar. Die, religiös fanatisch, oder? Oder? Kannst nichts machen dagegen und kannst es nicht in die Öffentlichkeit bringen. Es wird einfach unterdrückt, es wird verschwiegen. Und es wird alles da dafür. Dann werden sie einfach umgebracht. Kannst die Schnur behalten. Wie es da passiert in Palästina durch die Israeli. Die machen genau dasselbe wie die in Persien. Im Iran, ja. Ja. Du schreibst dir halt, wodurch sich das Bewusstsein erweitert, beziehungsweise auch verkümmern kann, ist klar. Richtig. Aber jetzt es kann evolutionieren oder devolutionieren. Ja. Je nachdem, nach der Umstand, wo auf den Mensch einwirken können, auf die Emotionen, wo in ihm entstehen und seine Gedankenwelt in Funktion bringen, in negativer oder positiver Art und Weise. Ja, du hattest mir mal das Bewusstsein, das Unbewusste als auch das Unterbewusstsein im Grunde umfasst, also das materielle Bewusstsein. Richtig. Wir sprechen jetzt nur vom materiellen Bewusstsein. Ist das so, wenn sich das Bewusstsein erweitert, dass man im Grunde sich des Unbewussten immer mehr bewusst wird, sozusagen? Dass das sozusagen... Nein, das kannst du nicht sagen, dass mehr im Unterbewusstsein kannst Führer holen oder kannst regieren über das und so weiter und so fort. Es ist allein das Bewusstsein, wo aktiv gegenwärtig ist. Das Unterbewusstsein ist immer im Hintergrund. Im Vordergrund steht alleine das Bewusstsein. Kann aber aus dem Unbewussten abziehen. Ja, das meine ich. Also es bleibt schon unbewusst, aber man hat mehr Zugriff. Das Bewusstsein hat dann mehr Zugriff auf das Unbewusste. Richtig. Oder leichter, will ich mal sagen. Ja. Ja, okay. Je intelligenter der Mensch ist und sein Bewusstsein in diesem Rahmen kann brauchen, anwenden, nutzen, umso besser ist es für ihn, dass er kann aufs Unbewusste zugreifen. So ähnlich wie wenn du jetzt die Kontaktberichte abrufst oder ähnlich. Also du hast ja die ganzen Symbole nicht im Kopf. Ja. Sondern du musst ja auch immer auf die Symbole zugreifen, Ja. um das dann zu interpretieren. Ja.
dann kannst du das aus dem Unbewussten oder Unterbewusstsein kannst du besser verfolgen, was wirklich dort alles gelagert ist. Du kannst einfach besser zurückgehen, kannst mehr von deiner Unterbewusstsein Erinnerung wachrufen oder holen und weisst also mehr, wie du das kannst durch Sprache oder Schrift weitergeben. Einfach das in dieser Art und Weise, dass du weiter kannst zurückgehen als normal. Ja, okay. Der Mensch, der weniger denkt, der sich weniger bemüht tut, der kann auch weniger aus seinem Unbewussten holen. Und je mehr dass sich der Mensch mit dem Realen, mit dem Positiven und so weiter beschäftigen tut und sein Bewusstsein tut erweitern, oder so erweitert auch seine Erinnerung. Mhm. Natürlich, du kannst die Erinnerung nicht so wiedergeben, wie sie tatsächlich ist. Du kannst einfach so im Ungefähren und so weiter und so fort kannst du das brauchen. Ja, okay. Du hattest dann mir auch mal erklärt, dass die Schöpfungsenergieform hat auch ein Bewusstsein, ein Unbewusstes und ein Unterbewusstsein. Ja. Und dass die einzige Brücke, das ist sozusagen im Unterbewussten. Also das materielle Unterbewusstsein, weil wir hatten mal über Geisttelepathie oder Schöpfungsenergietelepathie gesprochen. Mhm. Und dass eben, wenn jetzt ein Notfall wäre, du eben da kontaktieren könntest, egal wo er dann ja wäre. Mhm. Mit der Telepathie des materiellen Bewusstseins wäre das ja nicht möglich. Weil die nicht so weit reicht halt. Ne? Ja, mal, das läuft übers Unbewusste, Unterbewusste vom physischen Bewusstsein. Aber es ist die Möglichkeit, dass du eine Verbindung schaffen tust auf das Bewusstsein von der Schöpfungsenergie, dass du die kannst brauchen und zum Beispiel eine Information vorzusenden und so weiter und so fort. Aber normalerweise ist das beim Mensch einfach so entwickelt, dass es noch im Keller unten ist. Ja. Ja, weil erstmal muss ja das materielle Bewusstsein, die Information... Das muss einmal beherrschen. Ja. Das genau. muss beherrscht werden können. Ja. Und erst dann ist es möglich, das hast du auch im materiellen Bereich, erst wenn du etwas verstehst, kannst du das nutzen in dem Rahmen, wo es möglich ist. Ja. Aber das auch ist Sachen, wo du an und für sich noch nicht kennst, kannst du dann bereits beeinflussen. Kannst es also nutzen. Ja, weil das Unterbewusstsein das schon praktisch beherrschen tut, oder wie man dem sagen. Ja. Oder kennt, oder. Ja, im Grunde, wie man das mit Vorahnung oder Ja. dass das Unterbewusstsein diese Information schon ans Bewusstsein Genau. gibt. Ja. Ja. Aber um dann noch diese Information, die sozusagen, die muss ja erst ins Unterbewusstsein hinabgereicht werden sozusagen, damit sie in das Unterbewusste von der Schöpfungsenergieform dringen kann, um dann aufzusteigen wieder ins Bewusstsein und sozusagen über die Schöpfungsenergie bewusst ja. Es ist einfach möglich, dass du
das, was im Bewusstsein oder Unbewussten von der Schöpfungsenergie ist, vom Schöpfungsbewusstsein ist. Du kannst nur die Energie dort nutzen. Du kannst nicht den Weg und so weiter. Du kannst nur die Energie nutzen. Ah, okay. Du kannst Schöpfungsbewusstsein und Schöpfungsunterbewusstsein kannst du nicht angreifen und mit dem schaffen. Aber du kannst Energie dort nutzen. Von dem. Das Ich ist verstehe genau schon, gleich, wenn was du ein meinst. Auto hast. Du kannst nur die Energie dort nutzen vom Auto. Dass Ja. du das kannst anlassen, fahren damit. Du kannst nur die Energie vom Benzin brauchen, wo dort ist. Im Fahrzeug. Weil da keine materielle Basis ist, Ja. oder? Wie im Bewusstsein, das. Ah, okay. Ja, ist halt alles energetisch, ne? Genau, ja, wenn du ein Telefon hast. Das beste Beispiel ist das Telefon. Du kannst reden durch das. Aber du kannst nur die Energie nutzen. Mehr kannst du nicht. Die Energie von der Leitung, vom Apparat und so weiter und so fort. Du kannst nicht den Apparat selber nutzen, sondern du kannst nur die Energie davon nutzen. Ja, okay. Okay, ja. Ja, okay.